Flex Motion. Bei Flex Motion könnt ihr grundsätzlich davon ausgehen, dass es dieselbe Funktion ist wie bei Cartesian Motion von Franka Emica. Das heißt, er versucht, die geteachten Punkte in der Liste grundsätzlich linear von Punkt zu Punkt zu fahren. Schauen wir uns das an. Das heißt, ich mache mal eine Bewegung von hier, darunter, knapp über den Tisch. Anschließend nach vorne, über den Tisch hinaus, von mir aus gesehen nach rechts und wieder hoch. Belasse die Geschwindigkeit und Beschleunigung. Diese Registerkarten belasse ich mal. Führe diese App aus. Er macht mir genau die Bewegungen, die ich verwende. Kartesisch, also das heißt linear verbunden, und er versucht möglichst genau auf dieser Bahn zu sein und auch mit der Geschwindigkeit eine möglichst konstante Geschwindigkeit zu fahren, wobei sie in Realität nicht konstant ist. Insbesondere dort, wo er um die Transferpunkte herum auch so eine Art Überschleifen sicherstellt. Nun, wie es der Name sagt, Flex, kann ich jetzt grundsätzlich auch eine gewisse Weichheit anwenden. Dafür benötige ich jetzt aber eine andere App noch dazu, die sogenannte Cartesian Flex. Das heißt die Cart Flex. Ziehen wir diese Flex Motion rein und sage ihm jetzt mal als Beispiel, in der Z-Richtung vom Endeffektor hier soll er quasi fast 0 sein, das heißt komplett so weich wie möglich. Versuche das mal auszuführen. Da hat er schon am Anfang Mühe. Liegt sicher auch daran, dass ich auch dort wieder, wie bei Relative Motion mit der Kraftanwendung, ihm so einen gewissen Sicherheitsbereich rundum geben kann. Bei der Maximal Deviation, ich stelle den mal auf Maximum. Und hier bei Cart Flex vielleicht nicht gerade 0, 2%, Geschwindigkeit noch ein bisschen runter, Beschleunigung auch. Man sieht jetzt, dass er schon Mühe hat, auf die Höhe zu halten, aber er versuchte noch auf dem Pfad zu bleiben. Das heißt, ich kann ihm jetzt hier während der Bewegung eigentlich stützen und er bleibt auf einer anderen Höhe. Ich kann es noch extremer darstellen, indem ich hier jetzt wirklich auf 0% gehe und ihn eigentlich die ganze Bewegung hier oben ausführen lasse. Ist ideal in der Verwendung, wenn Sie über eine Oberfläche fahren wollen, wo eigentlich die Oberfläche selber die Höhe definieren soll. Zum Beispiel polieren, schleifen, malen etc. Das war jetzt die Passivseite, das heißt Flexibilität geben in einer definierten Richtung, währenddem er eigentlich einen theoretischen Pfad abfährt. Selbstverständlich, wenn eben externe Kräfte diesen Pfad beeinflussen, müsst ihr auch spielen zwischen den Kraftlimiten und den einzelnen Achsen, die Drehmomente, die dort drauf wirken, und allenfalls noch ein Limiting lokal einführen, damit ihr die Limiten entsprechend erhöhen könnt. Oder auch auf maximal setzen. Was ausführen. Ja. Und jetzt die Aktivseite. Zudem, dass ich ihn von der Umgebung führen lasse, kann ich ihm jetzt auch sagen, er soll parallel dazu auch noch Kraft oder auch Moment ausüben. Das mache ich in der App drin, Force. Ich sage ihm jetzt,
dass er in Z-Richtung weich ist. Zudem soll er immer gegen unten drücken. Unten ist gut in dem Fall. Wie gesagt, Newton, Newtonmeter, wo ihr das einstellen könnt, immer vorsichtig sein, welche Werte ihr dort einstellt. Insbesondere, wenn keine Gegenkraft vorhanden ist, resultiert das automatisch in Beschleunigung, die auch bei hohen Werten auch dann zu entsprechend hohen Geschwindigkeiten führen kann und im Fall von einer Kollision den Roboter oder euch selber verletzen oder kaputt machen kann. Und auf 5 Newton. Seht jetzt, dass er eigentlich von selber nach unten gehen will. Das sind die 5 Newton. Hervorragend, um über eine Oberfläche zu gleiten, wo eigentlich die Oberfläche nicht schön flach ist oder allenfalls vielleicht ist sie schief. Und Sie fahren von Punkt A zu Punkt B und lassen sich von dieser Oberfläche führen, indem Sie auf die Oberfläche drücken und in einer Richtung weichschalten. Dann folgt er automatisch seiner äußeren Umgebung. Weiter mit den Bewegungs-Apps. So, wir waren stehen geblieben bei Flex Motion und jetzt kommt Smooth Motion. Smooth Motion, wie es der Name sagt, geht um flüssige Bewegungen. Im Hintergrund wird ein sogenannter Spline Motion Generator verwendet. Das heißt, im Umkehrschluss zu Cartesian Motion, Joint Motion und den anderen Bewegungs-Apps, die gezeigt werden, werden dort die Punkte nicht linear verbunden oder mit Achswinkeln definierten verbunden, sondern mit einer sogenannten Spline. Und Spline bedeutet, es sind dann einfach krümmungsstetige Linien, die der Roboter folgt und auf dieser Bahn, sei das im achsspezifischen Raum oder im kartesischen Raum, versucht er, konstante Geschwindigkeit zu halten. Das heißt von Anfang bis Schluss. Selbstverständlich hat man am Anfang und am Ende eine Beschleunigung oder Entschleunigungsstrecke. Man kann die aber nicht wählen oder einstellen. In der App selber beschrieben, welche Funktionen möglich sind, auch die Limitationen, die möglich sind. Hier sind die Anzahl Punkte stark limitiert, insbesondere im Joint-Bereich, im achsspezifischen Bereich. Und es kann gewählt werden, ob er an die erste Position auch fahren soll, sonst müsst ihr selber sicherstellen, dass diese Position stimmt, weil eben dieses Spline vom Anfangspunkt, wo er steht, schon beeinflusst wird. Das heißt, wenn ihr sie in einem Task einsetzt, wo ihr, bevor diese App Smooth Motion aufgerufen wird, sicherstellen könnt, dass der Roboter so steht, funktioniert es ohne Move to First Pose. Standardmäßig ist es auf Yes, um eben sicherzustellen, dass dann im Anschluss, wenn die App ausgeführt wird, auch möglichst immer die gleiche Bahnbewegung ausführt. Ich wähle hier jetzt mal Joint Via, Yes und er soll den ersten Punkt auch in Joint, das heißt Joint, Joint anfahren. Anschließend die Punkteliste. Merkt euch mal die Position des Roboters hier. Ich fahre mal hoch, so rüber, so nach vorne. Schauen wir mal, dass ich bei 5 Punkten lande. Ich führe diese App aus, das heißt achsspezifisch an den ersten Punkt und anschließend eine flüssige Bewegung über diese 5 Punkte ohne Halt. Das sieht schön aus. Jetzt füge ich dem einen 6., 7., 8., 9. Punkt hinzu. Führe diese aus, er fährt mir an den ersten Punkt und bewegt anschließend nicht mehr. Eine Fehlermeldung erscheint. Und die Fehlermeldung heißt, zu viele Punkte, 5 sind maximal erlaubt. Das ist in diesem Motion Generator sind momentan limitiert auf 5 Punkte und entsprechend schränkt es die Anwendung von dieser Bewegungsart mit diesen Anzahl Punkten ein.
Ich lösche die Punkteliste, gehe zurück, wähle mir jetzt den Card Spline aus. Diese Einstellung vom Segment belasse ich momentan so. Auf 0, das heißt, repeat the middle part of the spline this many times set to 1, repeat, genau, also ich lasse den standardmäßig noch. Ich will an den ersten Punkt fahren in Joint, was mir grundsätzlich viel weniger Probleme gibt mit irgendwelchen Achslimitationen. Bei Card Teasing Motion muss ich sogar eben schauen, dass ich die nicht an den Endlagen will, weil es sonst mir zu Achslimitationen führen kann beim Anfahren, das was immer in einen Fehler führt. Ich lasse den auf Joint. Ich sage mir jetzt mal, wie gesagt, diese Liste ist auf 100 Punkte beschränkt, limitiert. Erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, vierter Punkt. 50% Geschwindigkeit ist mal gut. Lass den mal fahren. Er fährt an den ersten Punkt und jetzt beginnt die Spline im kartesischen Raum. Ihr seht, die 50% Geschwindigkeit sind jetzt schon, er versucht direkt schnell auf diese Geschwindigkeit zu kommen und hatte jetzt in der Drehung, um diese 90-Grad-Drehung, Mühe, im Radius diese Geschwindigkeit zu halten. Das heißt, virtuell wurde ja ein Spline gezogen zwischen diesen 4 Punkten und sofern Sie einen 90-Grad-Winkel machen wollen, versucht er eigentlich diesen Punkt wie mit einem äußeren Radius, wie wenn Sie mit dem Auto die Kurve schneiden wollen, versucht er diese Bahn zu machen. Und je enger dieser Winkel ist, der Eintritts- und Austrittswinkel, je höher ist die Beschleunigung in diesem Punkt. Darum ist die Anwendung dieser App höchst Sorge zu tragen, dass Sie am richtigen Ort, in der richtigen Orientierung diese Punkte teachen. Und ein wichtiger Punkt bei der Orientierung ist, dass auf der Bahn sich die Orientierung nicht mehr ändern kann. Und die Orientierung ist die welche vom ersten Punkt. Das heißt, die darauf folgenden Punkte berücksichtigen die Orientierung des Roboters, der Roboterarm selber nicht mehr, sondern nur die Position vom Endeffektor. Die einzige Lösung jetzt in meinem Fall ist Geschwindigkeit zurücknehmen und es nochmals zu versuchen. Je mehr Punkte ich natürlich jetzt mache in einem Radius, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es abfahren kann. Das ist jetzt konstante Geschwindigkeit. Gut. Jetzt stelle ich den mal auf einmal. Das heißt, in diesem Modus kann ich gewisse Partien auch unendlich viel Mal oder eine definierte Anzahl Mal wiederholen lassen. Indem ich diese Funktion anwähle, eröffnet es mir eine neue Registerkarte, beziehungsweise eine neue Darstellung auf der zweiten Registerkarte. Ich lösche da mal alle Punkte. Das heißt, es fragt mich nach dem Eintrittspfad, den ich mal so definiere von hier oben nach unten nach links, so wie eine L. Mit 3 Punkten oben, unten, links. Ich habe die Loop Section, also den Bereich, den ich immer wiederholen will. Den Punkt hier ist wichtig, das ist eigentlich der letzte, den ich dann wieder verwende, um den Austritt zu machen. Ich fahre nach vorne, mache wieder mein Rechteck mit 4 Stützpunkten. Da habe ich geteacht, ja. Tack. Diese 4 Punkte. Und dann den Exit-Pfad gehe ich ungefähr zurück an die Stelle, wo das Ende vom Eintritt war. So nach oben. Also grundsätzlich kann man vorstellen, das, was wir jetzt machen, ist, ich will irgendwo starten, runterfahren auf eine definierte Ebene, dort ein Rechteck abfahren, was aber in der Realität nicht exakt ein Rechteck ist mit linearer Verbindung, sondern es ist ein Spline, der sich verbindet. Den in der Anzahl, die ich will, auch unendlich wiederholen kann und am Schluss wieder nach der definierten Anzahl wieder verlassen will. Speed 11. Das habe ich eingestellt. 2-mal wiederholen.
Ich lasse den mal laufen. Heißt, erster Stützpunkt, dann Einfuhr. Jetzt ist er im Rechteck drin. Erste Runde. Und jetzt sollte er mir hochfahren. Was war das denn? Ich lösche mir den. Sich virtuell vorzustellen, was jetzt geschieht, ist immer abhängig vom letzten Punkt vom Eingangspfad zum letzten Punkt von der Loop-Section zum ersten Punkt vom Exit-Pfad. Und hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht und es hat es mir mit einem Spline verbunden, den ich jetzt aktuell nicht sehe, aber ich nur korrigieren kann, indem ich es neu teache. Ich mache mir es mal so, dass ich hier auf den letzten Punkt fahre. Vielleicht hilft mir das. Das ist also der letzte Punkt vom Entry. Beziehungsweise ich nehme nicht den, ich nehme den letzten von der Loop-Section. Gehe da rein, dann ab hier noch ein bisschen nach vorne und dann sofort hoch. Haben wir jetzt nicht den Weg aufgezeichnet, sondern die einzelnen Punkte, die ich auf dem Weg geteacht habe. Aber habe den Roboter dafür nicht gestoppt. Ich mache mir es jetzt so, dass er soll es zweimal repetieren. Also an den Startpunkt von der Entry Section gehen, runter. Zweimal rundum, einmal. Zweimal und wieder hoch. Das heißt, er macht es einmal und wiederholt es dann, der eingestellte Wert, um zweimal. Wie gesagt, als Repetierung in diesem Modus Cartesian Spline behält es die Orientierung vom ersten geteachten Punkt. Das heißt, es empfiehlt sich eigentlich, die Punkte nicht so zu teachen wie ich, sondern eigentlich den ersten Punkt zu teachen und anschließend auf Translation zu wechseln, damit die Rotierung dann entsprechend auch gehalten wird. Das hilft euch, Fehler, die ihr jetzt vorhin gesehen habt, zu reduzieren, aber es hilft euch trotzdem nicht komplett diesen Spline, den es dann generiert, auch erfüllen zu können. Das heißt, es ist immer hier mit Versuchen notwendig, um zum richtigen Resultat zu gelangen. Und dieser Spline Generator ist auf 100 Punkte limitiert. So, dann haben wir noch die zwei letzten. Das Kreisbewegung fahren. Und hier ist es auch wie beim Smooth Motion, ist es eigentlich mit konstanter Geschwindigkeit. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Einschränkungen mit der Geschwindigkeit und auch mit der Beschleunigung, aber im Umkehrschluss fährt es effektiv einen so genauen Kreis oder Kreissegment wie möglich. Man muss dazu den Startpunkt definieren, irgendeinen Punkt auf dem Kreis und einen Endpunkt. Diese drei Punkte, Geschwindigkeit stelle ich jetzt mal auf 100% und dann will ich einen Kreis fahren und das eigentlich mit konstanter Orientierung. Schauen, dass er das macht, fährt an den Startpunkt und zeichnet mir oder bewegt sich jetzt einfach auf dem definierten Kreis, der mit diesen 3 Punkten definiert wurde. Gut. Wenn ich das jetzt umstelle auf Arc, bedeutet dies nichts anderes als, dass er mir vom Startpunkt über den Stützpunkt zum Endpunkt fährt. Wenn natürlich der Start- und Endpunkt quasi fast derselbe ist, ergibt sich das wieder als Kreis.
die Orientierung tangential bleiben, kann nicht beides aktiv sein, weil die Achsen ja nicht 360 Grad drehen können. In der Welt von Frank Emica ist es die reine Kreisbewegung, entsprechend eben auch limitiert auf die Funktionen, die wir als App-Entwickler zurückgreifen können. Grundsätzlich könnt ihr auch mit einem Cartesian Motion oder mit einem Flex Motion eine kreisähnliche Bewegung und insbesondere auch mit dem Smooth Motion, indem ihr eben viele Punkte entlang dieses Kreises sauber, korrekt programmiert, wird er euch auch eine nahezu kreisförmige Bewegung machen. Aber die einzige App, die effektiv einen möglichst genauen Kreis ergibt, ist die Cirque Motion App. Dann die letzte, die Flip. Die fügt ihr einfach mal ein. Da könnt ihr grundsätzlich nur die Beschleunigung und den Speed einstellen. Und es dreht euch die letzte Achse um 180 Grad. Mehr ist es nicht. Was es euch aber zusätzlich überprüft, ist, ob die Bewegung überhaupt möglich ist. Das heißt, wenn ihr den Endeffektor ungefähr in die Mitte vom Bewegungsbereich bewegt und die App ausführt, kann die Bewegung gar nicht ausgeführt werden, weil auf der anderen Seite 180 Grad gedreht ja eigentlich die Endlimiten wären. Dementsprechend kommt auch die Fehlermeldung, dass die Bewegung nicht ausgeführt werden kann. Das waren alle Bewegungs-Apps und wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr sagt, insbesondere Smooth Motion, Cirque Motion etc., wo ihr denkt, dass das möglich sein sollte, aber ihr zu Fehlern kommt, die ihr nicht nachvollziehen könnt, einfach E-Mail senden, Video senden, Bildmaterial senden und wir versuchen das entsprechend nachzustellen und euch entsprechend in der Anwendung unserer Apps zu unterstützen. Eine haben wir vergessen, die Photomove. Was sind die Bewegungs-Apps? Hier, die Photomove, die ihr in der App-Beschreibung auf www.gimelli.ch unter Suche Photomove, erster Registereintrag, auch eine Videoerklärung habt zur Anwendung von dieser App. Nächstes Thema ist sensitive Apps. Spüren, spüren, messen und so weiter. Die Hauptfunktionen von Panda Roboter.